Herzlich willkommen, das ist Dave's Art of Fair. Keiner brusht wie er. Dave's Art of Fair, der Meister aller Klassen im Brushen. Schaust du seine Videos, kannst du es auch schaffen. Dave's Art of Fair. Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave, der Meister aller Klassen. Ihr wisst ja Bescheid und ja, jetzt kommt mal wieder ein schönes Tutorial. Haben wir jetzt schon länger nicht gehabt, jetzt waren ein bisschen mehr Live-Sachen. Ich weiß, ihr steht auf die Live-Sachen, da kommen auf jeden Fall definitiv auch wieder welche, keine Sorge. Wir haben ja noch den Freddy, den wir noch machen wollen, den finde ich ziemlich geil. Mal schauen, ob ich den vielleicht auch mal zwischen die Serie hier irgendwie reinschiebe. So wie ich gerade zeitlich einfach zurechtkomme, muss gerade wieder relativ viel jobmäßig machen und gucken, dass der Hobel läuft. Deswegen, ja, kommt jetzt eher wieder ein bisschen unsporadisch, aber da hatte ich jetzt auf jeden Fall richtig Bock darauf, das jetzt fertig zu machen. Und zwar habe ich den schönen Bruce Willis aka hier John fucking McClane gemacht. Yippee-yo! Yippee-ki-yay, Motherfucker! So geil. Im Deutschen hat das auch was. Das ist auch richtig geil. Mit Yippee-ki-yay, Schweinebacke. Ist genauso bescheuert. Geil. Ein super Film. Mein absoluter Favoritfilm, wenn es um Weihnachten geht. Also das ist mein Weihnachtsfilm schlechthin. Gucke ich fast immer an Weihnachten. Der läuft sowieso auf zig allen Kanälen dann. Und ich finde ihn geil. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch da mal mit deckenden Tönen. Und zwar machen wir das ganze Bild mit deckenden Tönen. Wir haben dafür nicht nur die ganzen Airbrush Color for You deckenden Töne, sondern wir haben auch noch was Spezielles. Hier sind noch die Skin Tones von Airbrush Color for You drin, um da gleich mal drinnen zu sein. Also wir nehmen dafür auch nur die Airbrush Color for Yous. Und da habe ich eben Bock gehabt, mal ein Bild zu machen, was nur mit deckenden Tönen ist. Habt ihr auf meinem Kanal noch nicht so viel gesehen. Ich habe da noch nicht so viel mitgemacht und da hatte ich so Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, cool, jetzt kamen noch die Skin Tones raus, jetzt kann ich mal ein Porträt machen, gleich mit den Hauttönen und kann das euch zeigen. Und was mir speziell an dem Bild gefällt, ist, dass die Bilder früher alle noch relativ, so 80er, 90er, waren ein Großteil der Bilder noch schön handgezeichnet, das ist jetzt bei dem nicht so, aber der hat trotzdem, sag ich mal, die 90er, 80er Vibes einfach. Aber gerade zum Beispiel so Indiana Jones Covers und so, die wurden früher alles von Illustratoren gemacht und die ganzen Covers, wenn man sich viele anguckt auf den DVDs, ich meine, heutzutage sind natürlich viel wieder neu gemacht worden etc., wenn auch nicht so geil, aber ich finde die alten Covers da immer richtig schön, da verbirgen sich eigentlich noch echt geile Motive, die ich wahrscheinlich noch mehr in dem Bereich mal noch machen werde vielleicht. Und ja, das hat mir speziell aber einfach hier gefallen, hier das Ganze mit der Skyline, mit der Knarre, mit dem Ganzen. Ich fand das cool, so ein bisschen abgerockt und ja, ich hatte sehr viel Bock an dem Projekt und freue mich, dass wir das jetzt gemeinsam mal angehen können. Dann zeige ich euch mal, wie ich das aufgebaut habe. Wie gesagt, es ist nur ein Serviervorschlag. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Vielleicht sagt ihr, oh Gottes Willen, warum machst du das so? Aber ich mache das so, weil ich das so für mich einfach richtig fand. Ich muss ja sagen, im Airbrush-Bereich gucke ich mir wenig an, ehrlich gesagt. Also ich habe früher einen Kurs gemacht und dann mir im Endeffekt alles selber beigebracht mit Einfärberei und mit den deckenden Tönen. Wie gesagt, das ist so meine Art, mein Style. Könnt ihr nachmachen oder auch nicht, wie es euch obliegt und gefällt, sage ich mal lieber so. Genau, jetzt habe ich es vorhin eigentlich schon angesprochen, oder? Es ist das Ganze mit den Airbrush Color for Yous gemacht. Und die haben mir natürlich die ganzen Farben gesponsert, vor allem gerade die Skin Tones. Da habe ich gesagt, hey Jungs, wie sieht das aus? Könnt ihr mir denn vielleicht die Skin Tones mal geben, damit ich die ausprobieren kann? Habe ich hier richtig Bock nämlich drauf und die haben sich natürlich nicht lumpen lassen, das mir gleich zuschicken schicken. Jetzt kriege ich hier noch einen Zungenbrecher rein. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Küsse gehen raus an die Jungs. Schaut gerne in den Shop rein. Schaut gerne mal die Farben an, die Farben sind geil, da habe ich schon ein paar Reviews zu gemacht, aber ich kriege auch immer vermehrt jetzt von der Community, also quasi von euch, Rückmeldung. Gerade auf dem Discord-Server schreiben viele, die neu ausprobieren, gerade schwarz und weiß, dass die einfach geil sind, weil die einfach A, nicht verdünnt werden müssen, weil die super eingestellt sind und B, dass die dann einfach sehr gängig sind. Also das kriege ich sehr, sehr viel Rückmeldung, dass das wirklich bei den Farben durchweg
der Knaller ist. Also wenn ihr da Probleme habt, auch selber mit dem Mischen der Farbe, also wie bei der Schminke muss man natürlich auch mit Wasser das Ganze selber mischen, dann schaut euch gerne die Farben mal an, schaut und besorgt euch einfach mal nur die Weiß und das Schwarz zum Beispiel. Könnt ihr das mal gerne ausprobieren und dann werdet ihr das schon sehen, was das für eine geile Qualität ist. Also kann ich euch nur empfehlen. Schaut die gerne mal an, schaut gerne mal die Reviews dazu an. Hier oben verlinke ich einfach mal eins der 2 Videos oder 3, die ich da schon zu gemacht habe. Die Flames da hinten sind ja auch nur mit den deckenden Tönen gemacht. Habe ich auch Bock gehabt, die zu machen. Sieht man die überhaupt hier noch drin? Na, so halb. Ja, auf jeden Fall machen wir das Bild. Ich habe mega Bock drauf, euch das zu zeigen. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich... es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich bin aber... Also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich werde auch definitiv noch mal ein paar Sachen mehr mit deckenden Tönen machen. Aber, um das gleich mal vorweg zu sagen, mir gefällt immer noch mehr das Einfärben. Ist einfach meine präferierte Technik. Schwarz-Weiß vorlegen, einfärben ist ja, mehr mein Style. Gefällt mir noch einen Ticken besser, wie tendenziell mit deckenden Tönen zu arbeiten. Egal welche Marke oder welches Ding. Sondern das merke ich persönlich so, dass mir das schon sehr gefällt und sehr cool ist und auch vor allem teilweise sehr sinnvoll ist, mit deckenden Tönen zu arbeiten. Aber das Einfärben gefällt mir trotzdem immer noch ein Stückchen besser. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr mehr deckende oder transparente Töne nutzt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und genau, wieder viel gelabert. Ich würde jetzt sagen, yippie-ki-yay, ab zum Maltisch. Ist das geil. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. So, hallo und herzlich willkommen bei diesem wunderschönen Tutorial von unserem Bruce Willis alias John McClane aus Stirb langsam. Das fand ich irgendwie so cool. Ist ein cooler Film. Den schaue ich mir immer zu Weihnachten gerne an. Der perfekte Weihnachtsfilm. Und genau, deswegen habe ich den gemacht, weil ich natürlich ein Kind der 80er, 90er bin und die Filme natürlich auch alle mega feier und die einfach dazugehören. Es gibt mittlerweile leider nicht mehr so Filme wie damals von der Machart her, aber ich finde das immer ganz geil, weil vor allem gerade die ganzen Kinoposters und die ganzen Reklamesachen und so von den Filmen damals und von auch vielen anderen Sachen, die sind ja alle noch echt teilweise noch handgezeichnet gewesen von echten Artists, Künstlern, die das gemacht haben, bevor das dann nachher mehr und mehr natürlich alles mit Computer bearbeitet wurde. Und gerade so bei Indiana Jones gibt es viele Covers, die eigentlich noch handgezeichnet sind von ganz bekannten Leuten. Und sowas ist halt schon ziemlich geil und den Style davon mag ich halt mega. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir das mal raus. Und wir haben hier einen Leinwandkarton. Leinwandkarton 30 auf 40 cm. Den habe ich jetzt tatsächlich sogar nicht vorgrundiert, weil ich keine weiße Acrylfarbe hatte. Normalerweise behandle ich auch weiße Leinwände vor, damit die einfach nicht mehr ganz so stark saugend sind. Aber hier habe ich mir gedacht, komm, das wird schon halb so schlimm sein. Und deswegen habe ich das hier einfach mit den, habe ich das jetzt hier guten Gewissens mal weglassen können. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir das einfach mal. Und genau, dann habe ich das Ganze vorgezeichnet, übertragen natürlich mit dem Beamer. Und jetzt arbeiten wir mal mit was Besonderem auf meinem Kanal und zwar ausschließlich mit deckenden Tönen. Werde ich sicher auch schon im Opener gezeigt und gesagt haben, das sind natürlich die Farben von Airbrush Color for You, die haben die mir zur Verfügung gestellt, was sehr geil ist. Vielen Dank da nochmal. Und ich habe dann eben mir noch die Skin Tones gewünscht und habe sie bekommen, um eben mal sowas hier machen zu können und dann mal ausschließlich mit den deckenden Töne zu arbeiten. Sorry, jetzt muss ich hier gerade wieder frisch gefressen in den Wanz vollgehauen. Dann kommt mir das halbe Essen hoch. Aber ihr wisst ja, Klassiker, direkt nach dem Essen was aufnehmen, es kann es Besseres geben. Ein Curry Zwiebeln. Nein, genau, das machen wir jetzt. Und jetzt haben wir hier am Anfang erstmal das schöne Blutrot. Das Blood Red, was ich hier benutze, das deckende. Und damit malen wir den Hintergrund. Wir fangen natürlich bei dem Bild mit dem Hintergrund an, weil andersherum arbeiten ist immer ein bisschen, kann man klar machen, jeder wie er will, aber für mich ist es einfacher, nachher erstmal den Hintergrund zu machen und dann
sage ich mal, das Bild oder halt eben dann im Porträt und das, was vorne dran steht, weil dann können wir von dem nachher von dem Bild vorne oder von dem Porträt in den Hintergrund reinarbeiten und müssen das nicht umgekehrt machen und dann ist es nämlich einfacher. Ich finde es andersherum viel schwieriger nachher, da muss man mega aufpassen. Wenn man dann nach den Hintergrund anlegt, dann ist es natürlich schwierig. Wenn man das natürlich so macht wie ich, komplett Freihand, das wird auch komplett Freihand sein, das Bild, so wie ziemlich alle anderen Videos von mir, ist ja, ich glaube, 90% Freihand. Und klar, man könnte es dann auch abmaskieren, aber das gibt dann wieder zu scharfe, unschöne Ränder, die ich überhaupt nicht mag. Und deswegen ist das hier der sichere und bessere Weg für mich. Und deswegen mache ich das so. Und wir versuchen jetzt natürlich hier einen Farbverlauf zu kreieren. Und zwar von schwarz zu dunkelrot zu, zum normalen Rot und dann zu einem Orangen oben, dann hin zu einem sehr hellen Gelb, damit wir eben so einen Sonnenuntergang ähnlichen Ton erzeugen und da halt so die Lichtstimmung mit einfangen, wobei wir eigentlich, ja, die Sonne ist eher schon unter und es glimmt gerade noch so der letzte Lichtfetzen durch. Das ist, glaube ich, eher so die Szenerie, die es da einfangen soll. Also eher später Abend, deswegen hier rechts, ganz unten ist es schon ganz, ganz dunkel, deswegen arbeite ich hier gar nicht so tief mit dem Rot runter, weil ich dann mit einem Schwarz nachher relativ viel mache und dann ist das relativ sinnfrei, beziehungsweise gar nicht wahr. Mir fällt es jetzt ja gerade ein, wenn ich sie gerade angucke, wir machen schon viel mit Schwarz, aber wir arbeiten jetzt trotzdem ein bisschen nach unten, aber wir lassen relativ viel frei, weil in der Mitte auch noch der Wolkenkratzer hinkommt. Also hier überall kommen Wolkenkratzer hin, das ist ja die New Yorker Skyline oder, ich glaube nicht mal, im Film ist es nicht mal die New Yorker. Es ist irgendwo anders. Nakatomi Plaza. Irgendwas, keine Ahnung. Wo das in dem Film sein soll. Aber wahrscheinlich San Francisco oder so ein Scheiß. Ja, und genau, deswegen können wir jetzt auch nicht übertrieben viel Overspray ins Porträt rein verursachen, aber es macht nichts, wenn es hier ein bisschen reinnebelt, weil wir eben mit den deckenden Tönen nachher eher alles nochmal übermalen. Schön die Ränder von der Leinwand natürlich mitnehmen, das sieht immer schöner aus, wenn die ringsrum besprüht ist, auch wenn es nachher gerahmt ist oder so und man es nicht unbedingt sieht, ist es doch einfach sinniger, wenn man es dann doch irgendwie mal einen Rahmen hat, der nicht hundertprozentig abschließt, dann könnte man da das Weiße durchblitzen sehen an den Seiten, das sieht immer unschön aus, also macht das einfach kurz ein bisschen mit, dann seid ihr safe. Ja, und dann arbeiten wir eben einfach mal schön mit den deckenden Tönen. Und ich habe ja hier auf dem Kanal auch noch nicht viel mit deckenden Tönen gearbeitet, weil ich einfach sehr gut mit den transparenten Tönen klarkomme und auch das immer noch nach wie vor präferiere. Das ist was mir mehr liegt, was mir besser gefällt, Sachen schwarz-weiß vorzulegen und dann lieber einzufärben, weil da habe ich einfach mehr, also da habe ich das Gefühl, mit den Farben einfach mehr spielen zu können und noch on the fly die Sachen besser mixen zu können. Hier bei den deckenden Tönen muss man natürlich mit einer anderen Herangehensweise rangehen und einem anderen Plan, weil hier sich natürlich dann nicht so leicht die Farbverläufe machen lassen im Endeffekt, wenn man das nur rein deckend arbeitet. Und das ist wieder eine ganz andere Herausforderung. Das catcht mich hier und finde ich ganz geil, aber da wo es Sinn macht, da nehme ich gerne deckende Töne, aber wie gesagt, ich präferiere immer noch mehr das Einfärben. Das liegt mir einfach auch ein bisschen besser. Aber ich mache sowas natürlich trotzdem auch wirklich gerne, weil ich natürlich auch einfach wieder was Neues lernen will, besser werden möchte und einfach immer mal wieder was Neues erleben in dem Bereich. Und das kann man dann eben mit solchen Geschichten, indem man ein bisschen aus seiner Komfortzone mal ein bisschen heraustritt und einfach mal ein bisschen was macht, was einem vielleicht nicht so liegt und man aber dadurch wieder einiges lernen kann. Und das mache ich jetzt im Endeffekt hier. Ich gehe hier wieder relativ planlos an die Geschichte ran und weiß noch überhaupt nicht, wie ich das umsetzen soll. Das mache ich wirklich, das ist so ein kreativer Prozess, den ich echt hier, der sich während dem Malen ergibt einfach. Und das ist was ich tatsächlich gerne mache und eigentlich so ziemlich viele Bilder habe. Da habe ich eigentlich meistens nie wirklich den Plan. Das betrifft auch die ganzen Übungsbilder. Ich mache mir da ehrlich gesagt kaum Gedanken vorher. Ich bereite die halt vor. Aber so wenn ich mir die Katze angucke, das ist dann halt einfach Intuition, wie ich das mache. Oder die Aphrodite, wie ich die dann
mit den Schatten dann setze. Es ist dann einfach so, wie ich gerade lustig bin. Aber ich finde immer, dann wirkt es immer noch am besten und am authentischsten, wenn ich das so mache und nicht davor akribisch mir 1000 Sachen angucke oder so. Wobei das da eh nicht möglich ist, weil es dazu keine Referenzbilder gibt. So, jetzt hatten wir natürlich das Blutrot. Ich habe es natürlich vergessen reinzuhalten. Ist mir dann später aufgefallen. Deswegen nehmen wir hier das. Fange ich jetzt, glaube ich, mal an, diese ganzen Farben reinzuhalten, damit ihr das auch besser seht. Jetzt nehmen wir natürlich das schöne Traffic Red und machen jetzt eben einen schönen Übergang vom Dunkelrot zum Hellrot hin. Und spielen da dann einfach ein bisschen mit rum. Und schauen einfach mal, dass das schön passt. Und ja, wie gesagt, ich präferiere das Transparente immer noch ein bisschen mehr, weil das mir einfach besser gefällt und liegt. Aber ich verstehe auch, warum die Leute gerne so deckende Töne benutzen. Das hat auch irgendwie was und es gefällt mir tatsächlich trotzdem auch sehr. Vielleicht werde ich das eine oder andere Bild auch nochmal komplett in deckenden Tönen machen. Jetzt, wo ich es wieder hier sehe, ist es irgendwie schon ganz geil. Hat auch super funktioniert beim Captain America, Zombie Captain America auf meinem Stahlhelm. Das hat auch so geil funktioniert. Das muss ich, glaube ich, mal auf die deckenden Töne mal auf dem Synthetikpapier ausprobieren. Ich glaube, das kommt ganz gut. Da bin ich ja gerade ziemlicher Freund von geworden, vom Synthetikpapier. Also die Kreativbox, die mir der Chaos Lips zugeschickt hat, die hat mir so viel Freude bereitet und so viel Spaß. Und der Skull da drin war ziemlich geil, aber was echt mein Highlight von dem Ganzen war tatsächlich das Synthetikpapier. Ich habe lange kein Synthetikpapier benutzt, weil ich mir irgendwie das nicht vorstellen konnte, dass das so gut funktioniert oder überhaupt generell so gut klappt. Und natürlich viele das auch benutzen zum Kratzen und Radieren. Und ihr wisst, ich kratze und radiere überhaupt nicht gern. Also bei dem Skull, ich merke schon, das funktioniert geil. Man kann wirklich gute Details setzen, aber auch da, das hat mega Spaß gemacht, aber so meine präferierte Technik ist doch das nicht. Ich habe jetzt gerade diesen Mini-Skull gemacht und da habe ich auch 0 radiert und 0 gekratzt. Ich hätte natürlich die Chance gehabt, auf dem Synthetikpapier dann noch natürlich da dann auch mit die Details zu machen, aber ich mache das tatsächlich lieber noch mit der Gun, weil mir das einfach besser gefällt. Und ja, aber ich werde es trotzdem auch nochmal probieren, definitiv. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal auf den Rat vom Markus Koch, der bei uns ja auch sehr aktiv in der Community ist und auch bei Discord sehr aktiv ist, der hat mir gesagt, ich soll mir mal so einen Glasradierer angucken, die seien doch deutlich besser. Und jetzt habe ich mir natürlich nochmal einen Bogen Synthetikpapier gekauft und habe mir gedacht, komm, dann schaue ich mir doch gleich mal an, ob Airbrush For You auch Glasradierer hat oder so einen Glasstiftradierer. Und die hatten tatsächlich auch noch einen, habe ich den für ein paar Euro gleich noch mitbestellt, um mir das auch nochmal anzugucken. Und dann werde ich das irgendein Bild nochmal ausprobieren. Ich habe mir vielleicht sogar überlegt, und das ist eigentlich eine ganz coole Überlegung, die liebe Biene, die wollte ja mal, dass ich mit dem Ghost Black Set ein richtiges Porträt mache und das auf einem weißen Untergrund. Und da habe ich gerade richtig Bock bekommen, das wirklich zu machen. Und zwar auf dem Synthetikpapier, weil dann spare ich mir mal das Weiß oder lasse es mal weg oder vielleicht auch nicht. Vielleicht nebel ich auch alles ein bisschen ein und arbeite da mit dem Weiß drin. Aber ich habe mir überlegt, eben da das Porträt zu machen und dann eben hier mal den Glasradierer und die anderen Sachen damit auszuprobieren. Und dann kann ich damit gleich mal ein paar Sachen auf einmal ausprobieren. Und das hätte irgendwie gepasst und das gefällt mir, der Gedanke. Deswegen werde ich das wahrscheinlich dann auch so machen. Ich weiß bloß noch nicht, was für ein Porträt das ist. Glaube ich, das, an dem es am meisten hängt. Wieder die Qual der Wahl, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Er wird aber für mich dann auch nochmal eine Herausforderung, gerade mit dem Ghost Black Set auf Weiß, auf Synthetikpapier und dann eventuell dann nur mit dem Hintergrundweiß von dem Papier zu arbeiten. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Da muss ich mal schauen, ob ich das so mache oder ob ich mich vielleicht dazu entscheide, das flächiger mit dem Schwarz anzulegen und dann mit dem quasi mit dem Airbrush Color For You Weiß dann nachher mit dem, wie heißt denn das Weiß? Nicht Infinity Weiß. Muss ich gerade mal gucken. Ja, Extreme White, das Infinity ist das Schwarz so. Ja, dass ich dann vielleicht da so vorgehe. Ach, das werde ich dann, aber ich glaube, das mache ich dann auch tatsächlich wieder recht spontan.
und schaue mir das einfach an, wie es mir reinläuft, wie es mir passt. Und dann suche ich mir noch ein schönes Porträt raus und dann vielleicht machen wir vielleicht irgendwas mit Bart oder mit Haare. Dann kann ich den Glasradierer mal schön ausprobieren. Habe ich irgendwie Lust mal zu gucken, wie das Ding so abgeht. Aber vielen Dank für den Tipp, Markus, war echt cool. Das freut mich halt so, dass ihr da auch generell sehr viel unterwegs seid bei Discord, auch generell hier viel schreibt. Also vielen lieben Dank für das Ganze. Das macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch natürlich auch. Jetzt machen wir natürlich hier, wenn wir jetzt mal das Bild angucken, habe ich jetzt das streckenweise schon ein bisschen hier unten bei dem Verlauf ein bisschen die Stelle weiß gelassen. Warum habe ich das gemacht? Weil hier ein paar helle Wolken hinkommen. Helle Wolken in dem Sinne, die Wolken sind überall jetzt in dem Bild, natürlich oben hin werden sie größer und prägnanter und nach unten hinweg werden sie etwas kleiner, weil es natürlich von der Perspektive her immer kleiner wird. Aber da unten sind schon welche und bevor ich das jetzt einfach stumpf übermal, lasse ich das einfach jetzt schon frei, wenn ich weiß, dass ich da mit einem Weiß oder einem helleren Gelb mit dem Basic Yellow nachher einfach nochmal drüber gehe, dann lasse ich das nämlich so. Und jetzt bringe ich nämlich hier mit dem Traffic Red schon ein bisschen Struktur für Wolken rein überall. Also ich habe jetzt den Verlauf so gemacht, dass er recht stimmig aussieht. Und gehe dann halt nochmal mit dem Basic Yellow nachher überall rein und mache dann da die Highlights und gehe dann nachher nochmal wechselwirkend da natürlich nochmal ein bisschen mit dem Traffic Red oder mit dem Blood Red nochmal ein bisschen drüber. Ich muss aufpassen, nicht Red sag. Ich werde im Opa letztes Mal Red. Blood Red. Das war bei meinem Feuer, wie ich es mache, auf meine Art. Oh, und übrigens ein gutes Video. Genau, und da schauen wir einfach mal. Da lasse ich natürlich jetzt schon noch ein bisschen Platz frei. Aber jetzt kommt erstmal das Racing Orange. Haha, hab euch hinters Licht geführt. Das ist noch gar nicht das Basic Yellow, sondern das Racing Orange kommt jetzt zum Einsatz. Und weit oben kommt das Basic Yellow. Und nachher nochmal vereinzelt ein bisschen als Highlights, auch ganz weit unten, aber nicht so viel. Und so bringen wir natürlich nochmal eine farbliche Ebene rein und da versuche ich jetzt eben so ein bisschen die Farbübergänge schön smooth zu machen, auch hier und da ein bisschen härter zu machen, so wie ich das halt brauche. Und so können wir natürlich dann eine gewisse Tiefe und einen schönen Verlauf erzeugen. Das würde ich natürlich normalerweise dann mit den transparenten Tönen machen, würde ich das halt anders machen, aber hier ist es jetzt mit den deckenden Tönen gar nicht schlecht, auf dem Weiß vor allem. Und dann gehe ich da jetzt hier mal ein bisschen ran. Und ja, ich finde, man kann auch gute Verläufe mit den Deckenden hinbekommen, aber nicht ganz so hundertprozentig wie mit den Transparenten. Die schmiegen sich doch noch mal ein bisschen besser an. Aber dafür deckt es halt hier bei dem Weiß halt sofort. Das macht natürlich auch viel mehr Sinn, auf weißen Flächen dann auch mit deckenden Farben zu arbeiten. Wobei man auch mit den Transparenten eigentlich arbeiten. Ist eigentlich auch, glaube ich, irgendwie echt so eine Gefühlssache. Ihr könnt mir mal gerne in den Chat schreiben, ihr lieben Leute da draußen, was ihr mehr benutzt, deckende Töne oder transparente Töne. Also was gerade so das farbige Malen angeht. Weil ich sehe auch generell viele im Custom-Bereich, die schwarz-weiß vorlegen und alles einfärben, so ähnlich wie ich das halt mache. Und sehe eher weniger Leute mit puren deckenden Farben arbeiten. Deswegen würde mich das echt mal interessieren. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Vielleicht starte ich da mal auf YouTube eine Umfrage, das wäre auch mal ganz geil. Vielleicht hat dann der eine oder andere Lust, das mal zu beantworten, damit ich vielleicht mal so einen leichten Indikator kriege. Das ist nämlich schon ganz interessant für mich zu wissen. Genau, und jetzt machen wir hier natürlich mit dem Orange. Gehen wir überall rein, wo ich schon ein bisschen freigelassen habe. Und dann haben wir schon ein paar dunkle rote Wolkenansätze und so kann man dann da rangehen. Ich muss mich halt, wie gesagt, hier auch erstmal komplett reinfinden. Das Ganze einfach mal ausprobieren, wie mir das so reinläuft. Schluck auf, ja, das wäre es jetzt noch. Nee, ich muss einfach gucken, wie mir das hier so reinläuft, wie das so funktioniert. Also wie gesagt, das ist mein allererstes Bild mit komplett deckenden Tönen. Habe ich, wie gesagt, davor noch kein einziges Mal gemacht. Das ist Premiere, ihr könnt live dabei sein.
habe ich da schön hier die Iwata, mit der habe ich da schon viel rumprobiert, weil ich die natürlich auch ausgiebig testen wollte. Und ich muss jetzt mittlerweile sagen, die Iwata Highline HPBH finde ich sehr geil. Die macht mir sehr viel Spaß. Die funktioniert richtig, richtig gut. Ich muss aber auch sagen, die Infinity funktioniert auch mega gut. Also ich benutze die beiden gerade sehr, sehr gerne. Und die Sparmax immer noch. Die benutze ich auch. Oh, da muss ich nochmal sagen, hier, Mensch. Das werde ich wahrscheinlich schon bei dem nächsten Live-Bild machen, was jetzt hier davor lief, also die Woche davor. Aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Da habe ich ja gemosert, dass die irgendwie nicht gut funktioniert hat. Wo ich mir dachte, da kommt sie an ihre Grenzen oder die Dauer oder so. Da muss ich sagen, habe ich die tatsächlich gereinigt mit einem neuen Reinigungspinsel. Also so den Pott oben, wenn da manchmal so ein bisschen Farbe am Rand sich ansetzt, habe ich den so sauber geputzt und so. Und gar nicht gesehen, dass der Pinsel so abgefuckt war, dass da halt so viele kleine Haare reingefallen sind, dass die mir alles verstopft haben. Das war natürlich auch nur bei der Sparmax, weil da habe ich dann auch komischerweise dann einen anderen Pinsel wieder benutzt, weil ich gesehen habe, ach, das ist der falsche zum Saubermachen. Und dann beim Reinigen ist mir so ein richtiger Büschel quasi aus der Düse rausgeplumpst, wo ich mir dachte, so, kein Wunder, dass das nicht funktioniert hat, Mensch. Also es lag nicht an der Sparmax, muss ich mich revidieren. Und bis jetzt läuft die auch noch Bombe. Also für so eine 60-Euro-Gun ist die wirklich gut. Also mir gefällt sie, weil sie halt so schön grob ist und dadurch auch eine gewisse Vielseitigkeit mit sich bringt und halt für mich dann halt für die groben Sachen ganz gut ist, ich die aber dann auch einfach mal benutzen kann, um dann mal kurz feine Details zu machen. Und solche Guns liebe ich eigentlich, wenn man damit beides machen kann. Das ist jetzt bei der Highline auch der Fall. Da ist halt einfach nur noch besser justierbar, sage ich mal. Aber ich muss sagen, bis jetzt immer noch eine sehr schöne Pistole und für den Preis kann man da nichts falsch machen, wirklich nichts. Da macht sie ja wirklich nichts kaputt. Also im Vergleich zur Ultra kann man da wirklich nichts sagen. Genau. Jetzt gehe ich hier nochmal großzügig mit dem Traffic Red rein, weil ich doch nochmal ein bisschen mehr Wolken anzeichne und schon mal ein bisschen so vorgebe und dann kann ich nachher mit dem Racing Orange nochmal ein bisschen und mit dem Basic Yellow da ein bisschen gegenschaffen und dann nochmal ein bisschen mehr Farbe reinbringen und Varianz. Und das macht Spaß. Also das Bild hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, und eigentlich mache ich das Bild ja, weil ich auch noch nie ein Porträt gemacht habe mit deckenden Tönen. Und ja, da muss ich sagen, das hat mega gut funktioniert. Also da war ich das hat mir richtig Spaß gemacht. Also Hauttöne sind da auch voll geil. Ich habe ja bei meinem Look da auch mal ein Porträt versucht in Farbe, weil ich davor auch mal Porträts nur schwarz-weiß gemacht habe, habe ich den natürlich, wollte ich den ja mal einfärben, um da quasi so mal eine Bilanz ziehen zu können, aber da ging das ja voll schief und dann musste ich da so rumfuhrwerken und dann nochmal einfärben, aber das Einfärben hat auch wunderbar geklappt, also das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mich kaum entscheiden kann, was bei dem nächsten farblichen Porträt für mich da nachher die bessere Wahl ist irgendwie. Aber da beim Blue, da weine ich immer noch hinterher, der sah so detailreich und so geil aus. Und dann habe ich dieses scheiß transparente Weiß rein und habe echt gedacht, das ist wirklich transparent, wie alle Töne bei der Schminke transparent sind. Aber das bringt so eine hohe, es bringt trotzdem noch so eine starke Deckkraft mit, dass mir das ganze Bild versaut hatte. Und ich dann nachher nochmal angefangen habe, nochmal die Details alle so ein bisschen reinzumachen, aber dann irgendwie auch schon gar keinen Bock mehr hatte, nur noch die Hälfte Details reingemacht habe. Oh, es sieht immer noch geil aus, aber der sah im Schwarz-Weiß halt einfach zigtausendmal besser aus. Von dem her, es war ärgerlich, ja, es war richtig ärgerlich. Aber da habe ich dann auch gesehen, dass es auch funktioniert. Mit dem Einfärben bloß, ja, da war die Farbwahl dann so ein bisschen, war das mit dem Hautton, den ich brauchte und den ich hinbekommen habe, da war schon eine eher größere Diskrepanz und das war eher mehr Glück, glaube ich, als aus Verstand. Das war hier mit den deckenden Tönen natürlich schon viel einfacher. Also da muss ich sagen, war das Bemalen doch deutlich einfacher für mich. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt, ich habe so viel Lust, Zeug zu machen und so wenig Zeit dafür im Endeffekt. Wie alles immer, das ist einfach grauenhaft. Am liebsten 1000 Sachen machen und dann kommt man zu nichts. Genau, jetzt nehmen wir hier nochmal das Racing Orange und machen den schönen Verlauf nach oben.
Und ich mache da jetzt auch ein bisschen mehr, damit ich dann später mit dem Basic Yellow nur noch die ganzen Wolken machen kann und den ganzen Verlauf, damit das einfach schön und stimmig bleibt und ich da eben auch noch einen Farbunterschied habe, auch in dem Racing Orange. Wenn ich natürlich jetzt noch mit dem Basic Yellow oben auch noch entgegen male, dann sieht man da natürlich nachher die Wolken gar nicht mehr, muss ich mit Weiß schaffen und das sieht komisch aus. Deswegen ziehe ich das jetzt mit dem Racing Orange durch. Habe ich mich dann spontan zu entschieden. Und genau, ja, das Skin Tone, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das hier gemacht habe, waren die Skin Tones. Und ich wollte das ausprobieren mit den deckenden Tönen, ein Porträt zu machen in Farbe. Und ich war echt begeistert, wie gut das funktioniert hat. Und ich habe da tatsächlich dann von den Skin-Tönen, lass mal schnell lügen, Skin Dark, Skin Tan und Flash Brown. Und das war's. Da gibt es noch mehr Töne. Also das Skin-Tone-Set besteht, glaube ich, aus 5 Tönen. Kann auch sein, dass es 6 sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde mir das für den Opener, der Opener mache ich jetzt danach der Aufnahme hier, dann weiß ich es, dann gucke ich nochmal nach, dann sage ich es im Opener richtig. Dann wisst ihr das auch. Aber mir haben schon die 3 Töne nur gereicht, weil ich gesagt habe, ich will die 3 Töne, die reichen mir. Die anderen 2 Töne waren so ganz, ganz braun, also eher wahrscheinlich für Hauttöne, die von dunkleren Personen sind, damit das dann halt auch kreierbar ist wahrscheinlich. Habe ich jetzt natürlich hier nicht gebraucht, deswegen habe ich die nicht angefragt. Und das hat auch mir wirklich gelangt. Und mit den 3 Tönen habe ich einfach richtig den geilen Hautton getroffen, so wie ich den auf dem Referenzbild hatte. Und das hat mir richtig Freude gemacht, wo ich gesehen habe, dass das wirklich gut vom Ton her richtig schön trifft. Und das war schon richtig geil. Ja, und Skin-Tones sind da schon Bombe. Was halt da der Vorteil ist, den sehe ich ja groß, ist, dass ich natürlich immer die gleichen Farbton habe. Und wenn ich mir dann kurz aufschreibe, was ich da für ein Mischungsverhältnis habe, und das habe ich mir alles für euch aufgeschrieben, dass ihr, wenn ihr dieselben Töne machen wollt, wie ich jetzt hier in dem Bild, könnt ihr die nachmachen, weil ich da die genauen Mischungsverhältnisse aufgeschrieben habe und die sage ich euch dann auch durch bei den jeweiligen Schritten. Ja, dann hat man immer denselben Ton, also nahezu immer denselben Ton. Und beim Transparenten kann man das natürlich auch machen, aber man muss natürlich aufpassen, wenn man dann mit einem dunkleren reingeht oder helleren, das mischt sich natürlich noch auch auf der Oberfläche. Das, was ich ja immer so schön sage, so on the fly, kann da natürlich dann zu einem Nachteil werden, wenn man da zu viel Overspray hat oder. Deswegen ist das mit den deckenden Tönen schon ganz cool. Man kann natürlich auch beides mixen, deckende und transparente, aber das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Das wäre wahrscheinlich die nächste Challenge. Aber mir hat das hier mit den Farben, weil das halt dann einfach gleich, da spare ich mir dann halt den ersten Schritt mit Schwarz und Weiß und dann einfärben, sondern hier hat man das halt auf einem Satz. Und hier macht es natürlich auch voll Sinn, gerade bei dem Hintergrundbild, so, habe ich hier schon wieder sprachlichen Ausfall. Da macht es natürlich auch Sinn, deckende Töne zu nehmen, damit das halt einfach ein Satz durch ist. Das ist ja wirklich geil. Und ich bin froh, dass ich jetzt so viele deckende Töne habe. Und dann kann ich das nicht machen. Basic Yellow, wundert euch nicht bei den Farben unten, dass das so weiß ist. Das ist nicht die Farbe, sondern die habe ich mal kurz missbraucht, um was abzucovern und habe dann mit dem Weiß rumgesprüht und habe die dann alle unten schön bemalt. Also nicht, dass da sich was absetzt an Pigmente oder so, sondern das ist ganz normal. Das passt soweit. Aber wie gesagt, hier sind wir dran und machen das schön, können wir schön mal Hinterkopf die ganze Zeit begutachten. Und genau. Da nehmen wir jetzt nämlich eben das Basic Yellow, das sehr schön hellgelb ist. Und damit können wir jetzt nämlich Highlights machen. Die Highlight-Wolken ein bisschen, um die dann nachher auch noch ein bisschen zu verstärken, nehmen wir nachher nochmal, glaube ich, ein bisschen Blutrot und machen die dann von der Unterseite, weil das ist so ein Sonnenuntergang, wo die von oben halt noch alles schön hellgelb angestrahlt wird und von der Unterseite eigentlich schon das ganze tiefe Dunkelrot vom Abend und dann nach hinten weg geht es natürlich dann richtig, richtig ins Dustere rein. Und das können wir hier halt ganz schön damit erzeugen und kriegen dann da eben den schönen Effekt hin.
Und da fange ich jetzt eben schon hier unten an, mit dem Basic Yellow eben schon ein bisschen die Wolkenoberkante, also nur die Oberkante der Wolke zu highlighten, weil da eben noch ein bisschen das Sonnenlicht drauf strahlt. Dann bleibt von der Unterkante auf jeden Fall weg. Ich habe das auch jetzt schon so besprüht und bemalt, dass die Wolken jetzt schon so mit einem Teil orange haben, unten eben schon das Blutrot und oben halt ich jetzt nur noch die Highlight-Kante setzen kann. Das erspart mir, wenn ich natürlich mit so einem Gedanke schon vorher arbeite, macht mir das natürlich einfach das Arbeiten leichter. Da muss ich nicht so viel wieder mit demselben Farbe zigmal über dasselbe drüber oder so. Und kann hier eigentlich schön gezielt arbeiten. Und ihr seht, ja, ich stütze mich auch nie ab an der Leinwand. Das macht nochmal viel aus, was das Handling betrifft. Also wenn ihr wirklich weg vom Untergrund bleibt und einfach wirklich das übt mit der Freihand zu machen, komplett ohne Kontakt, dann kriegt ihr irgendwann eine Gun Control hin, die jenseits von Gut und Böse ist. Und dann funktioniert, dann kriegt ihr richtig schöne Striche hin. Mit, so wie ich nachher, dann richtig schön fein und zitterfrei oder zittrig, wenn man sie braucht. Und dann passt das nämlich. Außer bei den Live-Sessions, da bin ich immer nervös. Da verzittere ich erstmal immer noch die erste halbe Stunde rum. Wie so ein Parkinson-Patient. Mal kurz abzappeln. Genau, und jetzt bringen wir hier schön so einen schönen dynamischen Verlauf hin. Schön, ja, wir bringen wieder Dreidimensionalität rein und wieder Licht und Schatten ist einfach wieder das A und O. Gilt natürlich auch bei den Farben. Und wenn man da mit Verstand und mit einem gewissen Ziel daran arbeitet, dann sieht das halt schon geil aus und dann kann man das wirklich super umsetzen. Und mir gefällt es auf jeden Fall richtig, richtig gut schon und macht mir auch richtig Freude. So, Dale. Für euch ist es natürlich nichts passiert. Ich habe zwischen der Aufnahme jetzt der halben Stunde und der Aufnahme jetzt liegen, glaube ich, 2 Wochen, 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist jetzt schon ein Weilchen her. Ich hatte gar keine Zeit. Ich habe das hier angefangen und bin überhaupt nicht mehr fertig geworden. Aber deswegen verzeiht mir, wenn ich jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie das nochmal erzähle, was ich vorher schon erzählt habe oder umgekehrt. Also ich war ein bisschen verzeihen. Und dann passt das doch, oder? Ich sehe hier, wir legen gerade schön die Wolkenstruktur an. Und zwar oben mit dem Flash Yellow müsste das sein. Und damit kann man natürlich schön jetzt die Highlights machen. Und die machen wir dann nämlich auch. Und haben dann natürlich nachher nicht mehr, können dann noch ein bisschen spielen mit dem Weiß. Da haben wir immer noch Möglichkeit. So passt das tonal eigentlich ganz gut dazu, zu dem Blutrot und zu dem Flash Red und zu dem Racing Orange, was wir hier alles schön benutzt haben, um nur den Hintergrund anzulegen, aber das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja, es ist eine ganz geile Sache. Ja, so kriegt das Ganze schön das Licht von oben und natürlich von unten die schöne Abendsonne, das schöne Abendrot rein und das sieht dann halt schon ziemlich cool aus. Und ja, wie gesagt, das Projekt hat mir ultra viel Spaß gemacht. Das hat mir richtig viel Bock gemacht. Deckende Töne haben echt was. Also kein Scheiß. Ich finde die wirklich teilweise sehr geil und haben eine schöne Einsatzmöglichkeit. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass mir das Einfärben nach wie vor immer noch ein kleines Mühe besser gefällt. Aber das ist echt so ein bisschen auch Geschmacks- und Anwendungssache. Gerade im Custom-Bereich ist es natürlich mit dem Einfärben, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, wieder komplett mit den Farben abzugehen. Aber ich glaube, wenn man das hier mal richtig intus hat und richtig gut damit zurechtkommt, dann ist das, glaube ich, auch ein ziemlich mächtiges Ding hier. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Es macht richtig viel Spaß. Wie gesagt, das Cover ist schon richtig cool. Also das Referenzbild. Und ja, ihr werdet sehen, das Hautton hinzubekommen, gerade mit deckenden Tönen, das war für mich wieder absolutes Neuland. Und da wird es auf jeden Fall spannend, wie ich da vorgehe. Für mich auch jetzt nochmal ganz interessant. Das Bild ist natürlich schon mehrere Monate alt. Für mich auch nochmal zu sehen, wie ich das wirklich nochmal angelegt habe. Ich kann mich schon nur noch vage daran erinnern, wie ich das aufgebaut habe, von hell zu dunkel oder von dunkel zu hell. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Deswegen bin ich da gerade ganz froh, mir das auch nochmal angucken zu können.
und das Ganze zu machen. Und ja, aber wie gesagt, der Hintergrund ist jetzt mal das eine. Und hier bin ich ja gerade, hier bin ich wieder am Quatschen. Nicht mit mir selber natürlich, sondern hier habe ich natürlich Kopfhörer drin und quatsch mit den Jungs auf Discord. Da habe ich mich einfach mal reingepflanzt und habe dann mal in dem Channel abgehangen. Und dann kam, glaube ich, irgendjemand, der Hardy dazu und der Danny. Einfach mal mit den Jungs ein bisschen gequatscht. Das ist manchmal ganz nett, so neben dem Arbeiten, wenn wir dann doch ich keinen Bock auf Musik habe, dann ist es immer ganz schön, wenn man doch jemanden zum Quatschen hat, dann ein bisschen nebenher. Hat dann auch immer was. Außer es geht um Dinge, wo ich mich sehr konzentrieren muss, da bin ich ehrlich. Da brauche ich dann kein Live, da brauche ich dann kein Gequatsche, dann brauche ich da wirklich richtig viel Konzentration. Das merke ich aktuell bei dem Kratos, den ich mache. Da brauche ich ganz viel Konzentration, um mir das richtig hinzubekommen. Und da brauche ich keine Ablenkung. So, jetzt habe ich hier nochmal in die Gun das Blutrot reingemacht, das sieht man richtig. Und lege nochmal einen höheren Kontrast zu der helleren Schicht oben, sondern gehe nochmal direkt unter die helle Yellow Flash Schicht und über das Racing Orange teilweise, um einfach nochmal Struktur in die Wolke reinzubekommen. Gerade nach hinten raus, das ist alles jetzt ein bisschen verschwommen, ein bisschen weniger geworden. Oh, das möchten wir natürlich ein bisschen rausziehen, damit das wieder ein bisschen mehr Futter kriegt und ein bisschen mehr Dynamik. Und deswegen gehe ich da nochmal mit dem Blutrot rein und setze nochmal hier und da ein paar Akzente und ein paar tiefen Effekte reinzubekommen. Und dann sieht das gleich nochmal ein bisschen wuchtiger aus und ein bisschen satter. Und das ist halt schon sehr schön. Also da lässt sich der Verlauf sehr schön anlegen, was mir echt super gefällt. Und ja, die Farben, wie gesagt, sind ja super eingestellt. Das muss man wirklich sagen. Die Airbrush Color Views sind von der Viskosität her einfach Bombe. Die sind so schön eingestellt, die verdünne ich halt auch nicht die deckenden Töne. Nicht eine verdünnt. Nur mit Absicht den Stretcher benutzt, ja. Und abgesehen davon ist das halt eine coole Sache. Und ihr seht jetzt hier rechts, habt ihr das ganz schön gerade gesehen, da lassen sich trotzdem auch schöne Farbverläufe mit kreieren. Natürlich auch mit deckenden Tönen. Und ja, ist was Cooles. Also kann man machen. Kann man definitiv machen. Ich muss hier nochmal was trinken, Mensch. Gleich mal wieder der Durst gestillt. Ja, und wir legen natürlich den Hintergrund an. Ihr wisst ja Bescheid. Macht immer die Hintergründe zuerst. Dann macht ihr das Motiv vorne. Habt ihr viel mehr Spielraum. Habe ich sicher schon im anderen, hier in der ersten Hälfte schon erzählt. Aber es ist wirklich so viel sinniger und stimmiger. So, jetzt gehen wir hier mit Schwarz rein. Und machen auch nochmal ein bisschen ganz nahe Details. Oder nah ist noch das Blutrot, ja. Nochmal ein bisschen dunkleren Verlauf nach oben ziehen, genau. Da einfach nochmal mehr das Blutrot zur Geltung kommt. Und stimmt, wir gehen mit Schwarz unten, glaube ich, gar nicht rein. Ich habe es ja direkt vor der Nase, kann es mir eigentlich direkt angucken. Und ja, da gehen wir gar nicht rein, weil wir machen ja die Skyline schon schwarz. Und ja, genau. Ach, das ist cool. Wenn ich es jetzt wieder sehe, kriege ich sofort wieder Bock, mit deckenden Tönen zu arbeiten. Das werde ich jetzt mit dem, ich glaube, das probiere ich mal auf dem Synthetikpapier mit irgendwas aus. Ich weiß zwar noch nicht was, ich habe 1000 Ideen und 1000 Sachen, wo ich denke, geil, das will ich machen, geil, das will ich machen. Viel kriege ich auch hin, aber viel kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich gar nicht die Zeit habe, euch das alles immer zu zeigen, was ich da mache. Ich habe eigentlich noch so viele Videos in der Pipeline irgendwie und komme gar nicht mal zur Hälfte dazu, die irgendwie rauszuhauen. Oh, ist halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen schade. So. Siehst du, schon scheiß verzählt. Wenn ich es jetzt angucke, dann haben wir vorhin das Traffic Red genommen. Und jetzt nehmen wir das Blutrot und machen das nochmal ein bisschen noch satterer, damit wir noch ein bisschen mehr die obere Wolkenhälfte ein bisschen mehr ausarbeiten. Ein bisschen einfach Kontrast erhöhen. Aber für sowas braucht ihr einfach ein Auge. Für sowas müsst ihr euch einfach ein gewisses Gefühl entwickeln, um zu sagen, hey, ich möchte das so und so machen. Ich will es noch dunkler. Und dann müsst ihr einfach wirklich ein bisschen auch ein Auge für haben, ein bisschen euch immer in die ganze Materie eindenken, um dann auch wirklich stimmige Sachen hinzubekommen oder halt nach dem Referenzbild gucken. Aber bei dem Hintergrund muss ich sagen, der ist farblich
dem Original ähnlich, aber inhaltlich oder von der Struktur her habe ich den doch ziemlich anders gemacht, weil das Cover ist einfach nur so ein Hintergrundgeflätsche und sieht nicht so geil aus und deswegen habe ich mir hier viel Freiheiten rausgenommen und dann mache ich das halt so, wie es mir passt und wie es für mich halt einfach stimmig ist. So, musste ich jetzt einmal kurz abchecken, ob auch hier wirklich dieses Mikrofon funktioniert. Nicht, dass ich hier wieder eine halbe Stunde quatsch und dann die Hälfte wieder nichts aufgenommen wird. Es wäre natürlich wieder schade. Hier gehe ich wieder mit dem Weiß rein. Und wir machen dann eben noch die letzten i-Tüpfelchen, aber nur so ein bisschen. Also wirklich nicht viel. Hier und da so ein bisschen die Cloud. Ich will gerade schon wieder Bob Ross zitieren hier, a lot of bushes. Das finde ich immer so geil. Here's a lot of bushes, here, bushes da. Das ist immer so mit meiner Frau, reden wir da immer so einen Scheiß. There's a lot of bushes. Geil. Genau, machen wir hier noch ein bisschen Highlight-Gelumpe. Und dann sind wir nämlich auch bald schon eigentlich durch mit dem Hintergrund. Wie gesagt, ein bisschen Struktur mehr wollte ich reinbringen, ein bisschen mehr wolkenmäßig was andeuten. Aber es soll ja auch nicht allzu arg vom Eigentlichen ablenken. Deswegen muss ich mich immer zwingen, dann irgendwann mal sein zu lassen, wenn ich es nicht so detailliert haben möchte und dann aber mich schlecht losreißen kann. Ist immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich kann da schon immer unzählige Zeit drin verbringen, aber hier habe ich mir dann echt gesagt, nee, hör jetzt auf, das sieht gut aus, das passt doch und das ist stimmig und lass uns mal weitermachen mit dem nächsten. Also muss ich mich da manchmal ein bisschen einbremsen, aber wie gesagt, das macht jeder mal ein bisschen anders. Ich habe da schon so manchmal meine Macken. Auch ein bisschen crazy, ein crazy Typ. Die Live-Sachen machen mir auch mega Bock. Jetzt habe ich schon wieder einiges an Live-Sachen rausgehauen und ich merke, das macht mir auch richtig viel Spaß. Da freue ich mich schon auf den Freddy, wenn wir den nicht schon gemacht haben. Und jetzt nehme ich euch mal wieder kuschelig nah ran. Also wirklich hier transparenter geht es gar nicht mehr. Ihr seht alles jetzt, jeden Handgriff von mir, jeden Fehler, jede andere nicht so gute Sachen und gute Sachen. Also ich zeige euch da alles. Hier wird nichts rausgeschnitten, also außer es ist Leerzeit, wenn ich dann mal hier mir einen Kaffee hole oder mal zum Strullern gehe oder so. Ja, also abgesehen davon bleibt alles wie es ist. Ihr seht hier wirklich jeden Handgriff. Und das muss euch erstmal jemand anders so vormachen oder so zeigen. Also das ist schon was, das machen glaube ich wenige, weil sie da einfach die Scheu haben. Auch mal das zu zeigen, auch Fehler zu zeigen. Man macht natürlich nicht alles perfekt. Das ist halt immer so, auch gerade, ich glaube, bei dem Medium bedingt auch geht das gar nicht, weil man hat immer mal wieder Tip-Dry, man hat immer mal wieder irgendwelche Probleme mit der Gun, wo es dann auf einmal einfach losrotzt und dann denkt man sich so, what the fuck, das ist dann jetzt schon wieder kaputt und das gibt es halt einfach mal. Aber es wird auch immer so bleiben. Also das wird mir immer wieder wird das passieren. Letztens habe ich einen Pinsel gehabt und reinige kurz zwischendurch und habe dann kurz den Cleaning Pot oben sauber gemacht. Natürlich, wie soll es auch anders sein, fällt natürlich wieder 2 Haare von diesem scheiß Pinsel ab, obwohl es ein teurer war. Und flutscht mir natürlich direkt vorne bis in die Düse rein und dann war natürlich erstmal Armageddon mit der Gun, wo ich mir gedacht habe, hä? Und dann natürlich irgendwann rumgefummelt und dann, Übeltäter. Sauerei, du Übeltäter, du Sauer, du dumm Sau, du Dumme. Dann wieder rumgefingert, dann ging es wieder. Also wie gesagt, das gehört auch ein Stück weit dazu, zu dem Ganzen, weil die Gun einfach auch nicht immer 100% so funktioniert, wie sie funktioniert. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wir machen die Skyline. Die Skyline sind natürlich hier schön. Das alte New York ist es, glaube ich, oder San Francisco oder wo es auch immer spielt. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt und weiß es immer noch nicht. Ihr wisst es besser. Schreibt es in die Kommentare rein.
Und wir machen jetzt hier natürlich so ein bisschen, wir deuten hier mit den senkrechten und waagrechten Strichen natürlich so ein bisschen die Fensterfronten an und so. Ist natürlich auch nicht so mega detailliert, ist auch mega weit weg. Im Referenzbild war das halt gar nicht zu sehen. Ich nehme hier natürlich schon ein bisschen die Freiheit raus und mache ein bisschen was. Und der Hund kläfft schon wieder, der Säckel. Ja, der ist immer ein Sauhund hier mit seinem Rumgekläffe. Und ja, dann schauen wir, jetzt bin ich völlig raus. Ich frage mich gerade, was ist der schon wieder kläfft? Schon wieder irgendwie jemand geklingelt hier. Hier wieder der Postbote wahrscheinlich schon wieder. Der kommt ja immer relativ häufig. Und meistens wegen mir so viel Zeug, wie ich bestelle, vor allem bei Airbrush for You. Das darf meine Frau gar nicht mitkriegen. Nur Ärger. Genau, wir machen natürlich so ein bisschen eher hier auf dem Referenzbild. Genau, ich glaube, da sind wir stehen geblieben. Da war bei der Skyline nicht viel zu sehen. Also da waren halt die Fensterspiegelungen zu sehen, aber jetzt nicht gerade so, wie ich das mache. Also die Lichtpunkte der Fenster meine ich. Also nicht die einzelnen Fenster oder Dingens. Das mache ich so ein bisschen, um da einfach noch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, damit es nicht ganz so lame aussieht. Man sieht nachher auch nicht mehr so viel, weil wir machen natürlich auch viel die Lichtpunkte von den ganzen Fenstern rein und so, von den Lichtern in den Wohnungen, in den Hochhäusern. Aber ich finde trotzdem, sowas macht halt trotzdem so ein bisschen einen Unterschied, weil wenn man es sich dann doch mal von näher anguckt, dann sieht man trotzdem so ein bisschen die Struktur noch und das macht es dann einfach ein bisschen authentischer, ein bisschen glaubwürdiger und das ist mir dann doch wichtig, deswegen mache ich mir den Aufwand dann trotzdem. Beziehungsweise hier ist der Aufwand dafür doch relativ gering und deswegen eigentlich sowieso kein Problem. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, machen wir das. Hier wieder schön Tip-Dry, hat man natürlich auch bei den Farben hin und wieder, wobei ich sagen muss, wie gesagt, hält sich bei den Farben sehr, sehr in Grenzen. Aber hin und wieder ist es dann doch mal wieder. Auch speziell, weil ich da natürlich noch keine 04er oder geschweige denn die 035er Düse hatte oder die Sparmax, die wäre natürlich jetzt hierfür perfekt gewesen. Warum? Zum Hintergrund anlegen, weil man haut natürlich doch einiges mehr Farbe durch so eine Düse durch und durch so eine Gun meine ich und dann neigt die natürlich nicht so schnell zu verstopfen. Hier ist natürlich das Problem, ich habe nur bis dato die 02er und auch noch die Infinity mit der 01,5er Düse und Nadel. Wenn man da natürlich anfängt, viel Fläche an zu bearbeiten, dann sammelt sich natürlich auch in der Düse viel, viel schneller das Material. Und wenn die dann halt mal einen gewissen Punkt erreicht hat, wo die zu ist, dann hilft halt nur noch das Reinigen. Und das wäre da sinnvoller gewesen. Und deswegen, ja, nicht ganz so optimal, aber mittlerweile habe ich ja jetzt alles da und kann da deutlich besser arbeiten. Und dann habe ich auch nicht das Problem. Aber mit der Gun habe ich natürlich auch den ganzen Hintergrund gemacht und die ist natürlich jetzt ein bisschen am Abfacken und irgendwo ist jetzt ein Dreck drin. Ihr habt es gerade gesehen, dass ich gesprüht habe hier, man sieht es noch in der Skyline hier in der Mitte von dem Hochhaus. Ich habe gesprüht, nur Luft gegeben und es kam trotzdem Material mit raus. Und das passiert natürlich, wenn vorne Dreck an der Düse ist oder an der Düsenkappe und sich da so Dreck sammelt, dass die Nadel nachher man nicht mehr schön abschließen kann oder zumachen kann, dann kommt halt ständig Material. Und es passiert ja hin und wieder mal, passiert mir immer wieder mal, kann auch sein, wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Haare drin sind oder so, dann hat man den gleichen Scheiß, dann ist die Düse nachher nicht mehr bündig geschlossen, dann hat man das nächste Problem und ja, es geht recht zackig, aber ich weiß noch, hier ist die Evo nicht mehr ganz so sauber gelaufen. Aber ich bin ja jemand, ich wirke das jetzt noch durch und habe sie dann nach der nächsten Session wieder zerlegt, gereinigt und dann ist alles neu gemacht, weil auf Dauer kann man so natürlich nicht arbeiten, wenn natürlich die Düse innen einfach zu ist oder einfach was nicht stimmt. Oder auch hier irgendein Pinselhaar drinnen ist oder Hundehaar, mein Gott, mein Hund, der haart hier einfach alles voll, das ist abnormal, also ich liebe meinen Hund und das ist echt ein feiner, schnieker Kerl, ja. Aber was der abhaart ist so übel. Also ich habe es schon mehrfach erzählt, aber der hat einfach schon den Staubsauger geschrottet, 2 Stück und die Hundehaare sind einfach nur übel. Er hängt natürlich auch viel bei mir dann abends rum hier am Zimmer, natürlich dann ein bisschen was rumnebelt, rumfliegt er und dann mal in die Gun, dann sowieso gute Nacht. Geht dann doch mal schneller.
Da habe ich natürlich keine Chance mehr, dann hilft nur noch Reinigen. Das reinigende Feuer. Nein, natürlich. Ultraschallbad. Das gute alte Ultraschallbad ist, mache ich mittlerweile wirklich gerne. Das Ultraschallbad. Das ist immer das Einfachste. Reinschmeißen, bisschen Glasreiniger rein oder ISO und fertig ist die Laube. Und danach noch ein bisschen dran rumrubbeln an den Öffnungen. Und dann ist das Ding wieder blitzi blanki. Casablanca. So, wir machen unten jetzt noch so ein bisschen mehr schwarz und auch einen leichten Verlauf nach oben. Warum machen wir das? Unten ist jetzt schon so weitgehend dunkel, dass es halt einfach, ja, passt und auch hier dann so ein bisschen die Skyline mehr verschwindet. Ist nochmal ein schöner Effekt, finde ich. Und passt ganz gut dazu. Was mir jetzt nachher noch einfällt und was mir nicht so gepasst hat, da gehe ich jetzt nämlich eben noch mal ein bisschen ran mit dem Rot, mit dem Blutrot. Im Referenzbild ist die ganze Skyline so ein bisschen wie mit Nebel bedeckt. Also der untere Bereich ist so ein bisschen eingenebelt. Also wirklich wie, aber dieser Nebel ist in diesem Dunkelrot. Das sah wirklich ganz, ganz crazy aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich passt und ist irgendwie so unter, ich weiß gar nicht, oder ob Smog ist, was auch immer. Aber es ist halt so der dunkle rote Nebel und da komme ich nachher nämlich nochmal drauf und habe mir nämlich gedacht, da bist du da nicht dumm. Dann nehme ich nachher einfach das Blutrot und färbe die Region, nehme ich nachher nochmal schön mit dem Stretcher ein. Und das ist natürlich da richtig Porno gewesen. Damit konnte ich die Farbe einfach transparent machen mit dem Stretcher und konnte dann mit dem exakt selben Ton, den ich hier unten tonal gearbeitet habe, eben schön die Skyline nochmal so ein bisschen zurücknehmen an manchen Stellen. Das gibt nochmal einen viel besseren Tiefeneffekt und ist halt dann die coole Sache. Machen wir aber erst im nächsten Teil. Ich glaube, so weit kommen wir heute gar nicht. Wir machen natürlich jetzt hier die Skyline-Punkte. Und hier ist natürlich, also wenn ihr den Punkte-Sky gemacht habt, ist das hier natürlich jetzt für euch kein Problem mehr, oder? Dann kann man mal sehen, für was Punkte gut sind, gell? Also da kann man das hier mal, dann kann man das Geübte hier gleich mal umsetzen an so einem Bild. Aber was ist hier los? Natürlich, die Gun ist eingesuppt und geht mir auf den Sack. Ich glaube, hier habe ich die Iwata den zweiten Tag gehabt und kam mit der noch nicht so wirklich klar. Da muss ich auch wirklich sagen, war Übungssache. Hier rotzt sie nur noch rum. Richtig schön. Ein fetter Flätchen. Leckt mich am Arsch. Zeige ich euch natürlich gerne und hier hatte ich jetzt die Schnauze voll. Jetzt habe ich mir gesagt, wisst ihr was? Gun, Farbe, Bild, fick dich. Jetzt reicht es mir wirklich. Fickt euch alle. Und ich nehme den Schminke AR Color Stift. Das ist wirklich noch mein absoluter Lieblingsstift, weil in den kann man eben jede Airbrush-Farbe reinpacken, die man möchte. Und da ist eben das Weiß drin und dann kann ich damit Airbrush Weiß einfach richtig geil arbeiten. Und setze jetzt hier einfach mit dem Stift die Punkte und mache das jetzt hier einfach. Dann geht schneller, ist einfacher. Habe ich jetzt nicht so die Probleme wie mit der Gun. Könnte ich das natürlich auch hätte jetzt nicht so die Probleme mit der Iwata gehabt, weil ich die noch nicht so lange hatte, eben die ersten 1-2 Tage. Hätte ich das auch noch mit der Gun machen können, aber come on. Hier malen wir das jetzt eben mit dem Stift vor. Und was wir aber trotzdem machen, wir machen es mit der Gun, werden wir dann später noch ein paar einzelne Punkte aufhellen, indem wir das Ganze einfach wie bei den Sternen, wenn man einen Stern macht, wir einfach hier und da ein paar Fensterscheiben nehmen, das Ganze ein bisschen mehr zum Leuchten bringen, damit das einfach auch ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Variation, ein bisschen mehr Action hat, damit das auch wieder ein bisschen glaubwürdiger aussieht. Aber ich habe gedacht, passt. Stift mal wieder zum Einsatz kommen. Passt hier super und sind wir mal ganz ehrlich, wäre halt jetzt auch mega viel Arbeit gewesen und das ist dann halt hier in ein paar Minuten erledigt. Da muss man natürlich nicht dumm sein und dann nimmt man die Tools, die man hat, auch gerne mal zur Hand und dann passt das doch. Und so machen wir das jetzt hier eben und gehen dann hier nämlich schön durch und machen da hier schön die Fensterfronten. Es sieht jetzt erstmal noch so ein bisschen, nicht so geil aus. Aber glaubt mir, wenn wir das nachher noch ein bisschen einfärben, noch ein bisschen die Lichtstimmung verändern und dann noch ein bisschen das Ganze aufhellen, werdet ihr schnell sehen, was für einen coolen Effekt das eigentlich hat. Und wie das nachher thematisch dann super passt. Und jetzt sind wir natürlich auch noch sehr nah dran am Bild. Oder ihr seid hier so nah dran. Abstand.
Und ja, das sieht dann nachher gleich ganz anders aus, wenn man natürlich wieder einen halben Meter davon entfernt steht. Also ich nehme euch aber gerne, wirklich gerne nehme ich euch so nah ran und kuschel mich mit euch hier auf Kuschelkurs, weil ich einfach, ihr auch sehen sollt, was ich mache. Und mir bringt es doch auch nichts, wenn ich jetzt das Bild aus einem 2 Meter entfernten Winkel hier abfilme oder so und dann schnell meine Fehler vertuschen kann oder so ein Scheiß. Also macht ja auch nichts. Dafür habt ihr hier die Möglichkeit, das aus der Nähe anzuschauen. Schön in 4K und 60 FPS. Da lumpe ich mich natürlich auch nicht. Habe ich natürlich auch eine fette Kamera, die ein halbes Vermögen gekostet hat. Und ja, zeige euch das. Übrigens bei der Premiere, ich lasse die Videos ja immer als Premiere laufen. Da wundert euch nicht, YouTube haut die dann nur noch, glaube ich, in HD-Qualität raus, das Video. Also wenn ihr das jetzt seht, in der Premiere live, erstmal Hallo an alle, ich grüße euch, ich hoffe, ihr seid alle da, Nils, Andi, Hardy, Danny, Horst, Markus, Elke und wer auch immer noch alles dabei ist, Norm, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, grüße ich euch, aber da haut es mir YouTube nur mit HD-Qualität oder so raus. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch das dann nochmal genauer und wirklich ihren 4K-Fernseher habt oder so. Und das kann ich euch nur empfehlen. Das sieht dann nochmal so viel krasser aus. Schaut euch das nochmal an, nachdem das dann mit der Premiere durch ist. Könnt ihr das nämlich dann auch in WQHD oder 4K angucken. Und das ist nochmal ein absoluter Mehrgewinn, wenn ihr da genau mir auf die Finger schauen wollt. Also wie gesagt, da gebe ich viel Wert drauf, dass ihr da auch das wirklich gut erkennen könnt und sehen könnt. Wenn ich so im Netz ein bisschen rumgucke oder früher noch, mittlerweile werden die Qualitäten von den anderen Airbrushern auch immer besser, aber das, was man so teilweise zu sehen bekommen hat, das hat so, keine Ahnung, 30x60 Handy-Qualität vom Nokia Schlag mich tot und das war natürlich nicht so geil. Hier das Blutrot, ich glaube, wir schaffen es doch noch. Doch, wir machen es, glaube ich, doch noch. Ha! Scheiße, habe ich verzählt. Hm? Einmal ein Blutrot. Rote Herzen in den Chat, aber jetzt sofort rote Herzen. Und den Stretcher natürlich. Oder Skulls, das dürft ihr euch aussuchen. Den Stretcher, wenn ihr das nicht wisst, den gibt es bei den Sets immer mit dazu, bei den Airbrush Color for Use. Und mit denen könnt ihr die Grundtöne transparent machen. Und das ist mega cool. Habt ihr halt mega viel Spielraum, habt ihr deckende, transparente Töne und. Und da nehme ich eben, wie gesagt, das Blutrot, um jetzt nochmal diesen roten Nebel dazu machen, beziehungsweise die Abendsonne, die da wahrscheinlich ist eher nicht der Nebel in so einer Großstadt, sondern wahrscheinlich in der Zeit eher der Smog, aber ist mir auch wurscht, es gibt nochmal einen schönen Effekt, weil das hinten raus nochmal so ein bisschen was abblendet und abcovert, so leicht, dass man auch wirklich nochmal das Gefühl hat, dass hier ist nochmal ein bisschen weiter weg, weil jetzt sieht das hier vorne alles schon so relativ platt und nah aus und damit können wir es nochmal ein bisschen nach hinten schieben und dann wirklich zu sagen, hey, hier ist nochmal eine farbliche Ebe drin. Auge, guck hin. Ja, und was habe ich da für ein Vermischungsverhältnis genommen? Ich habe 5:1 genommen. Also 5 Tropfen Stretcher und 1 Tropfen Farbe. Da müsst ihr einfach mal selber rum experimentieren, so wie ihr das halt dunkel haben wollt, so wie transparent ihr das haben möchtet. Da müsst ihr einfach ein bisschen selber rumprobieren. Mit dem Stretcher habe ich jetzt noch nicht so viel probiert, bin ich ehrlich. Dann müsst ihr einfach mal, wenn ihr den habt und auch die Farben, dann müsst ihr ein bisschen rumschauen oder ihr fragt einfach auf meinem Discord-Channel hier oder unter den Kommentaren einfach danach. Es gibt schon einige hier auf dem Discord-Server, wir sind ja schon über 60 Leute, Wahnsinn. Zum Beispiel weiß ich, dass der Hardy viel mit dem Stretcher gemacht hat. Den könnt ihr auf jeden Fall anhauen, den Hardy. Der ist auch mal fleißig hier im Chat. Aber der ist bei Discord da und weiß genau, oder der kann euch genau sagen, wie viel er da verdünnt und macht, um welchen Effekt zu kreieren. Und dann seid ihr da bestens aufgeklärt. Ich habe es jetzt nämlich auch nicht mehr ganz im Kopf. Aber wie gesagt, hier kann ich das jetzt nochmal runternehmen. Und das finde ich halt schon sehr, sehr stark, sehr cool. Finde ich halt cool, dass es bei den Farben, bei den Sets immer gleich mit dabei ist. Und ja, das ist halt schon lässig irgendwie. Jetzt habe ich hier, ihr seht es hinten am Ohr, dieses Mittelstück einfach schön rausgenommen, schön abgedunkelt, eingefärbt und dadurch gibt das halt gleich so einen coolen Effekt. Aber meine lieben Damen und Herren, Frauen, Kinder und Männer,
Wir sind jetzt hier gleich fertig. Ich fange jetzt hier schon mit ein paar Lichtpunkten an. Aber da machen wir auch das nächste Mal exakt weiter. Ich verspreche es euch. Und wir sind jetzt nämlich hier gleich fertig mit dem Ganzen. Und genau, dann freut euch schon mal auf die nächsten Teile, die noch da kommen werden. Freut euch darauf, dass ich sicher noch entweder davor schon wieder online gegangen bin, weil ich es nicht aushalten konnte, oder danach irgendwann nächste Woche mal oder vielleicht auch mal unter der Woche spontan, je nachdem, wie ich da zeitlich Bock habe, noch mal ein bisschen was machen werde. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart wieder ein vorzügliches Publikum, eine ganz tolle Community. Vielen lieben Dank an euch. Küsse gehen voraus an euch, ihr Lieben. Und dann noch viel Spaß mit meinen Videos.